Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kampfkunstkommander Lee Fungisch online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Willkommen bei Menschenschwarm Abenteuer. Ja. Frohe Ostern wünsche ich euch. Wir haben einen wunderschönen Ostermontag. Sehr herrliches Wetter, wo ich gedacht habe, ich spreche Hochdeutsch, wo ich denkt, wir machen heute Menschenschwarm Abenteuer, weil einfach, ja, bei dem schönen Wetter, wenn es mal echt mal einmal im Jahr so ein schönes Wetter ist, dass wir es nutzen können. Hier laufen wir durch den Unipark. Das kennt ihr ja, da bin ich mit dem Skateboard durchgefahren. Habe aber allerdings nicht so ganz so gute Aufnahmen machen können. Auf dem Skateboard ist alles verwackelt. Manchmal fühlt man doch unbewusst den Boden. Und so, Freunde, jetzt laufen wir durch und können wir ein paar heiße Themas noch ausschwätzen. Ja. Haben wir ganz anders früher strukturiert. Da waren aber ein paar so kleine Häusle. Da waren wir Mandis Kung Fu. Ja. Und ja, da bin ich Mitglied geworden vor 3 Wochen. Die Szene ist so, ich habe es damals ausgelassen, wo wir meine ganze Kung Fu Stelle aufgezählt haben. Die Frau hat Wing Chun gemacht und Mandis Kung Fu, und woher Mandis Kung Fu lernen, wollten wir eine Kampfkunstschule gründen. Und ja, die hat gesagt, sie hört auch auf, weil es hat so wenig Schüler, das rentiert sich auch für sie nicht. Und ja, und da war ja auch drauf, wo sie die Schule zugemacht hat. Und ja, schade eigentlich, gell? Da hätte ich Wing Chun und Mandis Kung Fu lernen können, aber so ist halt gekommen. Ja, aber ich schaffe immer noch meinen Traum. Apropos Traum, ein bisschen Livestream verfolgt nachträglich vom Manni, der hat das sehr super gemacht. Oh, ein gelber Schmetterling, ja. Ja, und dahin haben wir da einige dumme Fragen gestellt, fand ich, wo ich darauf eingehen möchte. Manni hat es ja souverän beantwortet. Und dann wieder gefragt, ja, ist das ein echter Wettkampf oder ist Unterhaltung? Beides. Ist ein echter Wettkampf und soll auch unterhaltsam sein. Allerdings, wie unterhaltsam der wird, das weiß ich auch nicht. Ich habe mir auch vom letzten Wettkampf mehr versprochen, wie es war. Und allerdings, du kannst dein Bestes geben, da gibt es immer Leute, die zerreißen, weil jeder denkt, er hätte das Rad erfunden. Und jede Kampfkunstschule unterrichtet auch einiges auch ein bisschen anders. Der eine sagt der Logik so, der andere sagt, du dein Standbein noch eindrehen, der andere erklärt es wieder so. Ja, weil jeder Meister hat das auch für seinen Körper ein bisschen angepasst. Von der einen ist das ein bisschen so geschickt, der andere ist ein bisschen so geschickt. Und dann tut das natürlich so unterrichten, wie es für ihn richtig ist. Der andere sagt, Standbein eindrehen, macht das lieber nicht. Und der andere will Standbein eindrehen beim Low Kick zum Beispiel. Da unterscheidet sich die Gemüter. Ja. Ja, das ist immer ein bisschen so. Da kann man auf Richtung noch laufen soll. Ja, und David Walker, ich denke, der hält mehr durch, aber wenn dann 8 Sekunden ich den ausnock und der aufgibt, ist halt so, sowas kann passieren. Ja. So die Kämpfe habe ich auch gehabt, was mir passiert ist in meiner Jugendzeit. Und immerhin steht er dazu, zu seiner Niederlage, ist ein echt heftiger Kämpfer, weil er dazu steht. Ist mit Karate und Boxen unterwegs, hat auch einige Turniere gewonnen im Boxen, im Karate noch keine, da hat er jetzt erst Weißgurt. Aber er ist ein guter Mann. So, der David Walker. Wie schon gesagt, einer hat wieder geschrieben, ich wäre eine Luftpumpe. Ja, laber doch nur einen Scheißdreck. Also wenn mir einer feuert, freue ich mich sehr drüber. Aber ich bin ja nicht da. Die Gesellschaft gefällt mir eh nicht so und ich will auch das Ganze für mich machen. Und wie der Wettkampf ausgeht und wie der verläuft und die Leute sind immer enttäuscht, egal was man ist.
Hauptsache mir und dem Mann macht Spaß und mir unser Ding. Und wenn dann mit so einer Leuten verglichen wirst, dann gucken sie Jet Li-Film an oder wenn UFC-Kämpfe, die auf ganz anderen Level standen, wie ich und der Mann. Aber das sind die mit einem so, die so die Vergleiche machen, oder die einen hatred, die machen selber nichts. Die machen selber nichts. Die haben noch nie einen Dojo besucht. Ja. Schreiben aber, die machen für Kampfstile, haben aber nur Clips in ihrem Kanal und im Endeffekt machen sie gar nichts. Und wenn es welche sind, die Kampfstile machen, dann müssen denken, die müssen andere immer runterbuttern, wenn sie den Kampfkunstgeist nicht verstanden. Und auch nicht den Kampfsportgeist. Ja. Jetzt glauben wir danach. Immer schwierig, da sind Leute, überall sind Leute. Eigentlich der untere sehr friedlicher ausgemalt. Ne? Ja. Sporthalle da. VHS. Volkshochschule ist da nah am Start. Ja. Wirklich schön der Park da. Ja. Wunderbare Mensa haben sie da auch irgendwo standen. Ist auch Universität auch dabei. Ja. Für einige Fortbildungsgruppen. Ja. Also ich und der Mann sind hart beim Trainieren. Wieder, was aus dem Wettkampf wird, weiß ich nicht. Ich gebe mein Bestes. Ja, im Mann ist ein Kanal, im Livestream ist angesprochen worden, ob der Rocky Chagidi mal treffe. Ja. Ob der mal treffen will. Ja. Einmal hätten wir uns ja treffen können. Da wollte der Rocky und der Rocco mit Besucher kommen. Da habe ich mal eine Küche gestrichen, da hat es mir gar nicht gepasst. Da wäre der Rocky sogar mal in der Gegend gewesen. Und letzten Samstag wollte ich ihn besuchen. Aber wie schon gesagt, gab es ein paar private Probleme, die Arbeit verloren, andere Probleme. Ich habe so ein bisschen Schmerz am Hals, habe den komm jetzt, guckst du erstmal nach die eigenen Sachen und dann kannst du ihn immer noch besuchen. Aber ein Besuch oder Treffen im Rocky Chagidi mit dem Patrick, da steht nichts im Wege, liebe Freunde. Ja. Hallo. Ja. So. Ein schönes Gebäude da. Zum letzten Mal mit dem Skateboard bin ich da entlang gefahren für euch. Ja. Ja, Freunde. Ja, das ist mit dem Rocco, wo ich im Tattoo-Studio, ich habe gar nicht gewusst, dass der an dem Tag tätowiert. Ja. Der Chef hat mir einen eingeladen, wie schon gesagt. Und dann hat es ja verschiedene Verschwörungstheoretiker wieder gegeben. Sie waren wieder unterwegs. Ja, super. Ich hätte es geplant, ich wollte Rocky Chagidi Falle stellen, ja klar. Ja. Ja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass der an dem Tag schafft. Der schafft zweimal in der Woche schafft er, glaube ich, im Tattoo-Studio. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er hat zu mir mal geschrieben, Dienstag und Donnerstag, deswegen bin ich extra Mittwoch vorbeigefahren. Und ja, dann zwar so eine Arbeitshose angehört, falls mir auf die Fresse haut, dass ich nicht die schönste Hose mache. Also so quasi so Tonehose, sagt man im Arbeitskreis. Die habe ich angehört. Und was habe ich noch? Ja, ich habe so HSV gehabt, der jeder Hund jetzt kaputt gemacht hat. Bin aber Hund nicht best, der will halt spielen. So. Darf man nicht. Tiere, kannst nicht besser, wenn sie mal was kaputt machen. Wäre selber schuld, hätte ich ja die Kappe nicht so rumliegen lassen sollen, dass das der Hund sieht. Ja. Und ja, und mein Skateboard in der Hand gehabt. Und dann wieder sich beschwert, der Rocky beim Arbeiter gestört. Erstmal schafft er, das hat der Bewohner genauso gesehen, schafft er im Servicedienst. Das ist wie wenn du in den Mediamarkt reingehst, willst du DVD kaufen und fragst die Verkäuferin, hinter die und die Film, hinter den, ja, und die sagt, ja, was belästigt sie mir beim Schaffen? Das ist ja ein Geschäft, dass sie für die Kunden da sind.
Und der, und der Rocco, ich hoffe, ich habe nicht Rocky gesagt, der Rocco, der schafft den Armkundendienst, wenn er tätowiert. Ja. Und ganz klar, dass der Kundenservice dazu gehört, dass er auch für den Kunden Zeit hat. Er hat geschwind Pause gehabt, hätte er erst recht von mir Zeit haben können. Und dann haben sie gesagt, ja, mit Arbeitshosen, Skateboard reinlaufen, das kannst du nicht bringen, das ist ein Tattoo-Studio, Freunde. Das ist ein Tattoo-Studio. Ja? Und darf man keine Unterschiede machen. Ob ich jetzt mit dem Skateboard und Arbeitshose reinkomme oder mit dem Armani-Anzug und einer Aktentasche. Also darf man keine Klassentrennung machen zwischen Kunden. Ich hätte ja meine Sache auch gezahlt und wollte mich informieren für ein Tattoo, das ich mir bald stechen lasse. Aber halt in einem anderen Tattoo-Studio. Oder von jemand anders. Ja? Weil das Tattoo-Studio ist schon sehr, sehr, sehr gut. Aber wenn der Rocco da auf Mr. bin was Besseres möchte, dann, oder war schüchtern, ich weiß nicht. Im Endeffekt ist ja Rocco ein ganz netter Kerl und ein super Typ und sehr sympathisch und beherrscht die Kampfkunst sehr gut. Ja. Jetzt laufen wir da, dann sind die japanischen Teich angelegt. Ja, da ist die Mensa, Freunde. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich da mal ein paar Stunts mache. Kampfkunststunts für euch YouTube-Fans. Ja. Hallo. Ah ja. Ende was nachgerichtet, wie man so aus japanischen Göttern kennt. So Holzbrücke. Ja, so japanische Architektur, gefällt mir ganz gut. Ja. Da haben wir vor, ins Wasser zu springen. Ja, da wäre es halt besser, man mit Kamerahalter und das nicht nur mit dem Stativ machen, sondern wäre es halt cool, wenn du ein bisschen Hilfe hättest. Ich finde immer schade, der Rocky, hat Hilfe, der Patrick hat Hilfe, wo er kann. Musik machen sie für ihn, haben von ihn auch was geschnitten und ich habe kaum Hilfe. Ja. Oder auch, ja, mein Rechner mit dem kostet nichts Schneider gerade. Geld für neue Rechner habe ich nicht. Ich will das lieber für meine Zukunft aufbehalten. Ja, im Sommer hat es da Fische drin, Freunde. Fische. Ja, laufen wir da entlang. Ja, wir sind in Schwäbisch Gmünd da hinten. Was mich auch interessiert, der Rocco hat ja gesagt, er hat seinen Kanal, damals hat er ja noch wegen Thai-Boxen gehabt, es war ein ganz cooler Name. Ah ja, zwei Stile Mächte, Wing Chun und Thai-Boxen halt. Ja, das Muay Thai-Boxen. Ja, gefährliche Kombination. Ich bin ein Fan von beiden Stilen. Aber jetzt hat er dann damals gesagt, er hätte ja seinen Kanal nur gegründet, weil er einen David Russell auf Falle stellen will er hat. Ja, und jetzt hört er auf. Jetzt möchte er auch doch weiter. Ja, gut, weil sie begrüßen auch Feier, weil dem seine Kunst steht ja auch gerne weiter in YouTube verfolgen. Aber was ist da los, Freunde? Was ist da los? Hat uns damals angelogen. Hat dem David Russell doch keine Falle stellen wollen? Hat er seinen Kanal doch gegründet, um seine Leistung zu zeigen? Oder hat er dem David doch eine Falle stellen wollen und hat gedacht, ja, es macht Spaß, mach doch weiter. Ja. Alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Dann der Wettkampf, wo sie 3 Monate gesagt haben, wir machen einen Wettkampf, Rocky und Rocco. Ja, und dann kurz davor, wir machen einen Sparringskampf. Im Livestream dann haben sie gefragt, ja, schafft der Mitschützer? Und der Rocky neu macht keine Schützer und der Rocco daneben doch, wir machen Schützer, Mundschutz, Handschutz, Tiefschutz. Und der Rocky daneben, doch ja, wir machen den Mundschutz. Jawohl! Ja, war. Und dann der Kampf, ja. Wo der Rocco voll perfekt abgegangen ist. Was denkt ihr, war es ein echter Kampf oder war es ein Fake-Kampf? Oder, keine Ahnung. Für mich der Kampf echt ausgesehen. Also ich denke, dass es ein echter Kampf war. Weil er sich ganz gut ins Zeug gelegt. Ja. Rocco ist ein guter Kämpfer.
Guter Mensch und guter Kämpfer. So, der Lee. Das meiste, was so an Unterhaltung bietet, ist so, über so die Sachen zu schwätzen. Gemeinheiten wurden andere schnell unterstellt. Wie die gesagt haben, die einen haben gesagt, der Kampf mit mir und Dave Walker war ein Fake-Kampf. So ein Schmarrn. Wenn es ein Fake-Kampf gewesen wäre, dann hätte ich geguckt, dass ich ganz anders da stand. Ich habe mich so peinlichmäßig verdappt. Weil Wettkämpfe, echte Wettkämpfe, die sehen halt nicht immer so fein aus, wie eine Schulung und die Technik eintrainiert wird oder irgendwelche Demonstrationen. Wenn Kampfkunstschule irgendwelche Demonstrationen machen, wo der Partner noch auf den anderen Partner noch ein bisschen drauf eingeht. Freunde, das ist ein ganz anderes Level. Ja. Ja, aber so. Oh, Marie. Ja, wo war er jetzt? Also ja, du kannst ganz anders zur Sache gehen. Du willst im echten Wettkampf den Gegner stehen lassen. Und manchmal im Gefecht, im Vollgefecht, stehst du halt nicht schulmäßig da und dann hast du schnell verdappt. Und ich habe mich verdappt. Ich habe hart auf den Tag X trainiert und habe auch es geschafft, meinen Neffe in einen Schlag auszunehmen. Er hat die Erfahrung noch nicht, aber die kriegt er ja noch. Und der Tapfer war mir peinlich. Es war ein guter, realer Kampf. Und da hat der andere gesagt, war ein Lucky Punch und so. Ja. Also gibt viele Spekulationen. Hallo? Ja, was? Oh, der Spaziergänger. Lauter Spaziergänger unterwegs. Haben wir letztes Mal angefilmt, sind selber nachgefahren. Freunde, Nachtschicht. Man ist halt wieder, wenn du auf Tag X vorbereitest und dann den Kampf hast, und dann wird lauter Dummheit unterstellt. Ich weiß, ich fand, der war richtig gut in dem Kampf gegen David Walker. Und gut, ich habe halt mit einem Schlag ausgenockt. Ich habe mich auch verdappt, was mir sehr unangenehm war. Was mir eigentlich noch nie so passiert ist. So gut, 1995 haben wir mal einen echten Wettkampf auch verdappt gegen den Dennis. Und jetzt mal sehr, wie es mit Mann aussieht. Vielleicht knockt er mich aus in der ersten Sekunde, keine Ahnung. Vielleicht noch ihn aus, keine Ahnung. Vielleicht wird es mehr Sparringkampf, vielleicht wird es ein harter Wettkampf. Vielleicht gehen wir als Feinde aus dem Ring, das weiß man so nicht. Ja. Ja, das ist eine ruhige Gegend jetzt. Aber Mann ist ein super Typ und ich denke, dass man als Freunde den Ring verlassen. Weil das wird halt ein Kampf auf sportlicher Ebene und man will auch nicht über Stränge schlagen, aber doch schon alles geben. Und die Spekulationen können da bleiben lassen. Ja. Und mit Hater wischen wir den Arsch ab. Weil die ganzen Hater sind doch alles Nixkönner. Ja. Wir haben ja die ganze Leute das Leben schwer gemacht. Wir haben Rainer Lenz das Leben schwer gemacht. Wir haben Paul das Leben schwer gemacht. Wir haben mir das Leben schwer gemacht. Wir haben Rocket Jackie das Leben schwer gemacht. Ja. David Russell hat das Leben schwer gemacht. Michael Smolik hat das Leben schwer gemacht. Florian Dau hat das Leben schwer gemacht. Im Padman-Sport hat das Leben schwer gemacht. Und das sind richtig krasse Kampfkünstler. Ja. Und die hatern, sind einfach nur Made, die selber den Arsch nicht hochkriegen zum Trainieren und nur vor der Konsole hocken. Ja gut, Konsole hocken macht Spaß und mache ich auch am zu gerne. Ja. Und es gibt auch Leute, die vielleicht durch einen Schicksalsschlag die sind vielleicht ans Haus gebunden oder so und die baut es auf, Konsole zu spielen
Das ist dann aber wieder was anderes. Aber die Heder, wo da alle auch ein Vogel, aber die Heder, wo alle schlecht schwätzt, alle schlecht schreiben und das tun kündet und es nicht macht, sind einfach die Deppen, die Mader der Gesellschaft. Ah, ist ein schöner Weg dahin. Ja, ich habe Rocky, Jackie seine Kampfkunstmoves angeguckt. Ja, die Kicks macht er perfekt. Ja, da kann man nicht schon für Hurricane Kick. Ja. Tornado Kick, Side Kick. Möchte er schon fein. Und hat er meine Recht, man kann uns gegenseitig so austauschen, voneinander lernen. Können von den lernen, wenn man bessere Kicks macht. Und er kann von mir lernen, Thema Kettervorstöße Wing Chun. Ja. Voneinander lernen, miteinander wachsen. Das ist wichtig, Freunde, das ist wichtig. Ich will gerne mit dem Rocky die mir austauschen. Ja. Schauen wir mal. Bis jetzt hat er noch nie wählen, aber vielleicht wird es mal. Wenn nicht, dann tauschen wir halt mit anderen aus. So, beim Rocco habe ich das Gefühl, der hat mir auch was geschenkt und so. Da war er beim Anfang interessiert, wo er denkt, ich wäre nur beliebt. Wo er dann das Gefühl gehabt, wenn er einen Livestream macht, wo das Gefühl gehabt hat, ja, ich hätte nur Heder, dann habe ich einen Livestream rausgenommen, wollte er gar keinen Kontakt mehr, gibt mir keine Antwort, beachtet mir auch nicht, wenn ich ihn treffe, so jetzt im Statue-Studio oder sonst wo. Dass dem sein Sinn ist, nur beliebt zu sein. Ja. Ist ein netter Kerl und guter Kampfkünstler, will ich nicht sagen. Aber ich habe Heder wie Leute, die mich mögen. Ja. Und beliebter möchte er sich auch nicht, wenn er mich da quasi missachtet. Außer jeder für sich wissen. Ich bin auf den Rocker auch nicht angewiesen, unbedingt. Wäre nicht mit dem was zu machen, aber davor geht jetzt mein Leben nicht kaputt. Gibt es andere, mit denen ich zusammen arbeiten kann. David Rassel hätte gerne zusammen geschafft. Ja, einfach, wie er seinen Lebenszweck bestritten hat. Vom Obdachlosen bis zum Internetstar, Mordskarriere. Hätte von dem viel gelernt können. Ich wollte mein Vorbild mal persönlich treffen. Ja, aber das ist irgendwie ganz kaputt gegangen. Das hat mich echt traurig gemacht. Im Februar 2018 wollte ich mit dem Februar 2018 wollte ich mit dem treffen. Ist aber auch leider in Binze gegangen. Guck mal auf der Nahe. Das ist alles wieder in Binze gegangen, weil der Rocky weil David Rass mit Rocky telefoniert hat. Ja. David Rass mich geschumpft hat. Wahrscheinlich hat er das halt nur so, keine Ahnung, achtsam gesagt. Aber trotzdem war es nicht viel hinter meinem Rücken so zu schwätzen. Patrick muss alles online stellen, das hat mir echt eine gute Freundschaft kaputt gemacht mit mir und David Rassel, wo er am Laufen war. Ja, und hätte mir gesagt, gern könntest du den zu treffen, mit dem was zu machen, vielleicht mehr Abonnenten zu haben und dafür Geld zu verdienen, um meine Frau und meine Tochter wiederzusehen. Ja, von ganz unten ganz nach oben zu kämpfen, wie der David selber es geschafft hat. Ja, naja, es wird es auch ohne David schaffen. Mit ihm wäre es halt cool gewesen, aber vielleicht klappt es ja noch, aber glaube ich jetzt nicht. Wer mir jetzt ganz wichtig ist, wäre Bien, die Vietnam-Lady aus Hamburg. Ja, tut mir echt leid, wenn gerade so guter Kontakt geht. Gott, mein Handy kaputt, jetzt habe ich ein neues Handy. Die Nummer hat sich nicht geändert. Melde wieder über mein Handy. Ja. Da können wir ja im Kontakt bleiben. Ja. Nee, das wird aber nicht. Du meinst weiter oben, oder? Das in der Zeitung ist doch gekommen. Ja? Ja, ja. Freunde. Also Ben, meldest du wieder.
dann wärst du die Erste, die sogar Besuch, obwohl du es nicht gewonnen hast. Mein Herz hast gewonnen. Der Besuch in Hamburg bringt dir ein T-Shirt mit, einen DVD-Film und die mal persönlich kennenzulernen. Also melde dich halt über WhatsApp, ich mache mir Sorge um dich, wie es dir geht. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Bien, ich vermisse dich. Ich hoffe, dir geht's gut, Bien. Vietnam Lady, melde dich mal wieder bei mir. Ah ja, da gibt es auch, wenn die Kamera noch läuft, erzähle ich davor auch mal. Ja. Ja, da hat Gerüchte gegeben über, ich brauche mich nicht wundern, warum die ganzen Filmbosser-Fans oder Film-Junkies man nicht schreibt, ich bin ja selber ein Film-Junkie. Und angeblich hätte Mario Marino die Gerüchte in die Welt gerissen, was ich jetzt nicht glaube. Das traut Mario nicht zu, ist eigentlich auch einer Kerl. Oder kann einer sein, wenn er jetzt einen Wutausbruch hat. Gut, wenn er es wirklich war und hätte Zeugen, da hätten auch angezeigt, weil es schon Rufmord, Sachen zu behaupten, die nicht stimmen. Das ist ein Blödsinn. Ja, noch nie ja, also. Ich hätte angeblich von mir Nacktfotos im WhatsApp geschickt, das stimmt so gar nicht, Freunde. Was bringt mir das? Ja. Und da brauchen wir gar nicht drüber mehr schwätzen, das bringt mir gar nichts. Ja. Eine Frau, ein Bett und ich, das ist schon schöner. Aber irgendwelche Leute Fotos schicken, was bringt das, weißt du? Und lauter andere Lügen. Ja, gut, aber so kann man das Image von Menschen kaputt machen. Und nicht, die Europäer heutzutage standen drauf, andere Gruppen schlecht zu machen oder andere Leute schlecht zu machen, übereinander zu hetzen, Lügen zu verbreiten. Ja. Wir haben da einige Film-Junkies auch geschrieben, haben wir nicht geantwortet. Da finde ich auch dafür eine starke Sache von Cassandra, dass wir da auch so einen guten Kontakt haben. Wir haben mal demnächst auf einer Filmbörse gegangen, wo man andere Leute trifft. Bald ist auch wieder Asia-Filmbörse in meiner Gegend, geschlossene Gesellschaft. Die Antwort auf die normale Filmbörse. So. Ja. Da brauchst du nur Viertel Asiaten sein, wird schon über die gelogen, weißt du? Mit WhatsApp-Bildern und lauter so Scheiße. Ja. Und da gibt es auch Leute, die sammeln den asiatischen Film. Aber sobald sie mit asiatischen Leuten Kontakt haben, haben sie Vorteile. Vorteile haben sie dann. Und das ist dann nicht fair, liebe Freunde, nicht fair. Also, meine hat mich persönlich kennengelernt, der hat gesehen, wie ich bin. Ich bin ein netter Mensch, das Gerücht gibt es auch im Internet, ich bin so ein streitsüchtiger Hammel. Ja, ist auch gelogen, ich bin ein friedlicher Mensch, mit mir kann man nicht streiten. Meine hat es persönlich auch selber mitgekriegt, wie viele Leute, die ich privat kenne, das auch mitgekriegt haben. Ja. Aber da gibt es auch Leute, die denken, wenn sie mich so nachstellen und schlechter Licht machen, hat sie Clickbase. Ja. Gut, wenn ich den Brautkanal verteidigen haben, wie viele auch Streit angefangen, um dass sie den alten Mann in Ruhe lassen. Nicht weil ich Streit wollte, sondern dass sie halt einfach den alten Mann in Ruhe lassen. Und ja. Ich habe mit vielen YouTuber auch friedlichen Kontakt. Und das soll auch so beibehalten werden. Jetzt zum Abschluss der Nachfilm sind schöne bunte Häuser. Das ist eine Gegend, wo man Türkisch lernen sollte. Das ist ein schöner Sprach, Türkisch gefällt mir sehr gut. So. Immer mein Kanal wird größer, bunter und baut sich auch immer mehr auf. Und ja, das wird ein super Start zum menschenschweren Abenteuer. Wenn Deutschland wieder blüht und alles bunt und grün und wird, können wir auch verschiedene Kulturen vorstellen und auch ja, verschiedene schwäbische Orte vorstellen. Ja. Also, Ade.